Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der zweite Schweizer Hund diese Woche, ein Sennenhund. Sennenhunde, eine herrliche Bande, eine herrliche Viererbande. Sie kennen sie, der große Schweizer Sennenhund, wunderschön. Der Berner Sennenhund, Tophund, der Appenzeller Sennenhund, um den geht es heute, und der Entlebucher ebenfalls. Ein fantastischer Hund. Ja, der Appenzeller Sennenhund, der entstammt Bauernhunden, die in den Schweizer Kantonen Appenzell, Innerrhoden und Ausserrhoden als Hüte-, Treib-, Wach- und Schutzhund eingesetzt wurden. Ich zeige Ihnen mal ein Bild eines Vorfahren dieser Appenzeller, so wie sie heute gezüchtet werden, geschossen etwa im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Und ich würde sagen, hier herrscht etwas Ähnlichkeit zum Border Collie vor. Meiner Meinung nach. 1898 war es, als 30 dieser Hunde auf einem Jahrmarkt in der Schweiz für Aufsehen sorgten. Denn dort waren die Bauern alle beeindruckt von diesem starken, leistungsfähigen Hund, der sich so toll dafür eignete, Kühe zu treiben, und wollten alle einen haben. Und das war der Startschuss für die kontrollierte Zucht dieses Hundes. 1906 wurde dann der erste Schweizer Appenzeller Sennenhundeklub gegründet und 1914 der bis heute geltende Rassestandard geschaffen. Doch es dauerte bis 1954, bis diese Hunderasse vom mächtigen FCI offiziell anerkannt wurde. Der Appenzeller Sennenhund ist ein farblich typischer Sennenhund. Da gibt es aber ein Aber. Grundfarbe mit weißen und braunen Abzeichen. Es gibt den Appenzeller Sennenhund anders als die übrigen drei auch mit brauner Grundfarbe. So gibt es die anderen drei nicht. Doch in dieser Braunversion sieht man den Appenzeller eher seltener als in der klassischen. Das ist ein mittelgroßer, äußerst muskulöser Hund. Stockhaarig. 50 bis 56 cm Schulterhöhe und etwa 22 bis 32 Kilo Gewicht. Also dieses Verhältnis lässt sie schon erahnen. Es handelt sich hier um einen ziemlich kräftigen Hund. Und das ist er auch. Das ist ein ziemliches Muskelpaket. Ja. Ach, der Charakter. Ich versuche den Hund zuerst mal grob zu beschreiben. Also das ist ein Temperamentsbündel mit hohem Bewegungsdrang, der Appenzeller. Ja. Ein fantastischer Familienhund, der aber häufig mit angeborenem Misstrauen Fremden gegenüber auftritt, also zur Welt kommt. Nicht immer, häufig. Ein toller Wach- und Schutzhund, und niemand sollte diesen Hund, der ja nur einen mittelgroßen, nur unter Anführungszeichen darstellt, als Schutzhund unterschätzen, liebe Zuseher. Ein überzeugter, entschlossener Hund mit derartigem Gewichts- und Größenverhältnis. Das kann ein effektiver Schutzhund sein. Und der Appenzeller Sennenhund ist ohne Frage ein effektiver Schutzhund. Niemand da draußen möchte mit einem Appenzeller Sennenhund, der entschlossen ist, zu tun haben, wenn er einen Verbrecher darstellt. Sie verstehen schon, was ich meine. Manchmal drücke ich mich etwas kompliziert aus. Ja, also wenn Sie ein Verbrecher sind, dann möchten Sie den Appenzeller Sennenhund nicht als Gegner haben. Ja, so sei es einfacher ausgedrückt. Ganz sicher nicht. Das unterschätzen viele Leute, auch beim Mittelschnauzer, beim Kettle Dog und bei vielen anderen Hunden auch. Also sie müssen nicht unbedingt einen 50, 60 Kilo Hund besitzen, damit der sie beschützen kann. Das ist ein toller Familienhund, ein absolut toller Familienhund, der gut mit Kindern zurechtkommt, wenn er dementsprechend sozialisiert erzogen wird, ganz klar. Ein lernbereiter, hochintelligenter Hund, der aber ganz Sennenhundetypisch auch manchmal einen Sturkopf vorweisen kann. Ich sah schon Appenzeller bei der Arbeit fantastische Arbeiten hinlegen, klar. Geht man das Ganze mit dieser Hunderasse etwas anders an als mit den klassischen, typischen Gebrauchshunden, dennoch, ich sah Top-Arbeiten mit Appenzellern, sowohl Unterordnung, Fährtenarbeit wie auch Schutzarbeit. Also der Hund ist auch für den Platz geeignet, wenn Sie ein Mensch sind, der es darauf abgesehen hat. Ja. Schnappenzeller. Ein Spitzname,
der diesem Hund gern verliehen wird von Fans der Rasse. Es gibt da draußen wahrscheinlich unzählige Besitzer des Appenzellers, die sagen, nein, dieser Spitzname trifft auf meinen Appi nicht zu, denn der ist ein Lämmchen, der ist Fremden gegenüber freundlich und fremden Hunden gegenüber ebenfalls freundlich. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Ist selbstverständlich eine individuelle Geschichte, wie bei allen Hunden. Doch, was man nicht wegleugnen kann, ist, dass der Appenzeller Sennenhund sehr wohl dazu neigt, hier etwas kantig aufzutreten, Fremden gegenüber, weshalb er einen fantastischen Grundstücksbewacher und auch Schutzhund darstellt, aber auch fremden Hunden gegenüber, gleichgeschlechtlichen Hunden gegenüber, kann er öfter mal Ellbogen zeigen und anrempeln. Ich habe da schon Erfahrungen mit Vito gemacht, doch dazu etwas später. Wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist nicht automatisch so, dass Sie mit dem Appenzeller einen anderen Hunden gegenüber dominanten und fremden Menschen gegenüber unfreundlichen Hund besitzen. Gar keine Frage. Doch diese Rasse neigt dazu, diese Charakterzüge zu zeigen. Das ist ein sehr unternehmungslustiger Hund, der überall mit Ihnen dabei ist. Ein leistungsfähiger, schneller, starker, sehr ausdauernder Hund, den Sie für so gut wie alle Unternehmungen begeistern können. Der faulenzt aber auch genauso gerne mit der Familie zu Hause. Das heißt, das ist kein Hund, der ständig und dauernd unterwegs sein muss. Ja. Dürfen Sie ruhig auch mal die Beine ausstrecken und mit dem Hund am Boden herumkugeln. Und das öfter mal. Also dagegen hat der Appi sicher nichts einzuwenden. Das ist alles in allem ein Alleskönner. Ein Alleskönner, den man zwar schon mit den Tricks packen muss. Ja. Also der vielleicht nicht ganz so leicht zu führen ist wie der klassische Gebrauchshund, weil er manchmal etwas stur sein kann. Doch, wenn man weiß, mit diesem Hund umzugehen, ist das ein fantastischer Arbeitshund für den Platz etc. Nochmal, ein toller Allrounder und ich sage Ihnen was. Ich habe mit vielen meiner Zusehern zu tun, über WhatsApp oder über meine E-Mail-Adresse. Unzählige Male schon schrieb ich mit den Leuten, habe viele gute Freunde gewonnen dadurch. Ja. Unzählige Male schon schrieb ich mit den Leuten über mittelgroße Top-Allrounder, Hunde, die alles können, die nicht zu groß sind, nicht zu klein sind, die überall mit ihnen dabei sind, die aber gleichzeitig auch tolle Wachen- und Schutzhunde sind, tolle Familienhunde sind und so weiter. 3 Hunderassen fallen mir da immer sofort vom Fleck weg ein. Und das ist bei mir immer gleich der Mittelschnauzer, der Australian Cattle Dog und der Appenzeller Sennenhund. Wenn mich schnell unerwartet jemand fragt, welche 3 mittelgroßen Top-Allrounder könntest du mir empfehlen, die alles können, die 3 Hunde würden mir immer gleich einfallen, als erster. Also Mittelschnauzer, Australian Cattle Dog und Appenzeller Sennenhund. Ein Hund, mit dem ich mir gut vorstellen könnte, würde ich Vito nicht haben, eine Love Story zu beginnen, weil er mir sehr gut gefällt. Und wesenstechnisch auch alles an den Tag legt, was ich mir unter einem Hund vorstelle. Ja. Ich kenne hier neu für 2 Appenzeller Sennenhunde. Eine Hündin und einen Rüden. Von der Hündin kann ich Ihnen nicht so viel erzählen. Es ist nur so, dass ich treffe sie regelmäßig mit Vito. Ich weiß, dass diese Hündin unverträglich ist anderen Hunden gegenüber. Und hier ist es völlig egal, welches Geschlecht die darstellen. Ja. Hündinnen, Rüden, die verträgt sich nicht mit gar keinem Hund. Wird ziemlich laut, ja. Beginnt recht heftig, intensiv an der Leine zu arbeiten und der Besitzer dieser Hündin hat doch einiges zu tun, um sie wieder zu beruhigen. Ihr Verhalten Fremden gegenüber, das kann ich Ihnen leider nicht beschreiben, weil ich es nicht kenne. Ich habe mit dem Besitzer dieser Hündin noch nie gesprochen. Wie gesagt, wenn wir uns sehen, versuchen wir uns aus dem Weg zu gehen. Ich weiß, die Hündin ist unverträglich. Auch Vito antwortet ihr, obwohl er bei Hündinnen eher der Gentleman ist, aber die gibt schon ziemlich Gas. Ja, und das lässt auch Vito nicht kalt. Über den Rüden, über den ich Ihnen jetzt gleich erzählen werde, kann ich Ihnen schon etwas mehr sagen. Er ist ein Besitzer eines älteren Herrn, der mir sehr sympathisch ist. Ja, ich sage Ihnen was, ja klar, der hat da eine Leidenschaft entwickelt mit seinem Hund, die nicht ganz okay ist, meiner Meinung nach, aber er ist so nett, der Mensch, ja, da drücke ich ihm ein Auge zu und reg mich persönlich nicht drüber auf. Und zwar ist das dass er, wenn er am Feld mit dem Hund unterwegs ist, dann sitzt er in seinem Auto drin
der Hund läuft neben dem Auto frei vor ihm her. Also er fährt mit dem Auto hinten nach. Der Hund ist aber oft manchmal 50, 100 Meter vor dem Auto vor ihm und hat einen schlechten Rückruf. Ja. Jetzt, wenn er will, dass dieser Hund, der heißt Maxl, der Hund heißt Maxl, dass der Hund zurückkommt, also wenn er ihn zurückrufen will, hupt er immer. Manchmal funktioniert es, ich habe das schon gesehen, manchmal ist es dem Hund egal. Speziell dann, wenn er irgendwo einen anderen Hund sieht, ist es ihm egal. Ne? Sage ich dann gleich, weshalb ich das weiß. Wild gegenüber, Rehen oder Hasen, ja, das dürfte ihm alles egal sein, denn ich sah schon, und hier bei uns wimmelt es vor Wild. Rehe, Hasen, ich sehe jeden Tag unzählige davon. Die hat er schon passiert, der Hund, während er vor dem Auto gelaufen ist, interessieren ihn nicht. Das heißt, Jagdtrieb bei dem Hund so gut wie keiner ausgeprägt. Aber Interesse an anderen Hunden sehr wohl vorhanden. Und es ist schon öfter vorgekommen, dass er in Vito und in mich hineingeschossen kam, obwohl sein Besitzer hinten intensiv hupte. Das war ihm wurscht. Die ersten 2 Mal geschah nichts. Beim 3. Mal kam es zu einer Rauferei zwischen Vito und dem Api. Auch beim 4. und beim 5. Mal rauften die beiden miteinander. Also die haben schon 3 Mal miteinander gekämpft. Ich habe ihm immer nur gesagt, also freundlich, ich bin ihm nicht ins Gesicht gefahren, sondern ihm gesagt, ja, pass ein bisschen auf deinen Hund auf. Er hat sich immer 1000-mal entschuldigt und sagte, ja, Sie wissen schon, was soll ich Ihnen sagen. Ich habe ihn unlängst getroffen, ist noch gar nicht lange her. Ich sah ihn auf dem Neudörfler Radweg, wo Autos normalerweise verboten sind, ja, aber mir ist das egal. Sah ich ihn mit dem Auto daherkommen, den Besitzer von Maxl, aber der Hund war weit und breit nicht zu sehen. Ich blieb mit Vito auf der Seite stehen. Er blieb ebenfalls stehen, hat das Fenster unten gehabt und sagte zu mir, Servus, hast du den Maxl gesehen? Also, grüß dich, hast du Maxl gesehen? Und ich antwortete ihm, weh, ist er da stiften gegangen? Also, weh, ist er dir davon gelaufen? Ja, der ist schon wieder Stravanzen. Also ja, er ist schon wieder unterwegs. Ne? Das ist ein Stravanzer, ein Streuner. Ich sagte, na hoffentlich findest du ihn wieder. Sogar bis jetzt hat er immer nach Hause gefunden. Also er nimmt das Ganze etwas locker mit dem Hund. Vor dem Autolaufen am Feld, ja, wenn er mal streunern geht, er wird schon wieder nach Hause finden und so weiter. Ich denke auch, dass er wieder nach Hause gefunden hat. Ein wunderschöner Appenzeller Rüde, der nicht dominant oder aggressiv Rüden gegenüber ist, aber, wie soll ich Ihnen das sagen, er steht seinen Mann. Ja? Auch Vito tut das. Und wenn sich 2 Rüden gegenüberstehen, die beide ihren Mann stehen, ja, dann kann es nun mal leicht zu einer Rauferei kommen. Ja, das ist der Maxl, der Stravanzer. Ja, alles in allem, der Appenzeller Sennenhund, ich muss Ihnen sagen, vielleicht sogar mein Favorit unter den Sennenhunden. Wobei nochmal bemerkt, sie gefallen mir alle. Vom großen Schweizer, der einen herrlichen, klassischen Molosser für mich darstellt, über den Berner Sennenhund, der sich durch seine Fellbeschaffenheit von den anderen 3 abgrenzt, aber ein Top-Hund ist, mein Onkel hat einen, über den Appenzeller, der einen wahnsinnig tollen Allrounder darstellt. Ein kompakter, toller Wach- und Schutz-Familienhund, der überall mit ihnen dabei ist, bis zum Entlebucher, der etwas kleiner ist, etwas länger wirkt, ja, aber genauso ein Kraftpaket ist und ebenfalls ein toller Wach- und Schutzhund sein kann. Ja. Auch der Entlebucher Sennenhund, der mir ebenfalls sehr gut gefällt. Ja. Dennoch würde ich persönlich am ehesten auf den Appenzeller zugreifen. Obwohl mir alle 4 gut gefallen. Der wäre mein Favorit. Aber es ist natürlich eine Geschmackssache. Alle 4 sind fantastische Hunde. Ja, für wen ist der Hund geeignet? Für sportliche Menschen auf jeden Fall. Für Leute, die nicht gerne unterwegs sind, ja, ist es grenzwertig. Außer sie besitzen ein Grundstück, wo sich der Hund wirklich austoben kann. Schauen Sie, selbst der triebigste Hund muss nicht täglich bewegt werden. Ist ganz klar, ist auch kontraproduktiv. Ja. Aber ein Hund, der einen hohen Bewegungsdrang vorweist, wenn er den rassetypischen Vertreter darstellt, der sollte schon auch die Möglichkeit dazu haben, ist ganz klar, damit er charakterlich immer eben läuft, immer eine Gerade läuft und nicht einen Zickzack, also unrund läuft. Das gilt auch für den Appenzeller. Also wenn Sie ein Mensch sind, der gesundheitlich nicht mehr dazu fähig ist, mit dem Hund wirklich wenigstens 2-3 Mal die Woche anständig Gas zu geben,
über Stock und Stein in Wälder oder sonst irgendwo, ja, dann sollten sie wenigstens ein großes Grundstück haben, wo sie mit dem Ball schicken können oder sonst irgendwas tun. Ja. Also für verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, wenn ich den Ausdruck verwende. Ja? Ein Rentnerhund. Sie wissen, was ich meine. Das ist er nicht, auf keinen Fall. Das ist ein Sportler. Toller Warenschutzhund. Toller Familienhund. Aber man benötigt schon etwas Händchen für den Appenzeller Sehnenhund, das sage ich Ihnen. Der kann Ihnen, wenn Sie zu lasch erziehen, zu viele Fehler in der Erziehung machen, schnell mal auf der Nase herumtanzen, charakterlich davonlaufen. Das garantiere ich Ihnen. Nicht jeder Appenzeller ist mit Misstrauen Fremden gegenüber ausgestattet, aber viele sind das von Natur aus. Nicht jeder Appenzeller ist fremden Hunden gegenüber dominant, aber viele neigen dazu. Also das sollte man immer bedenken. Ja, toller Allrounder, wahnsinnig schöner Hund, würde mir sehr gut gefallen. Liebe Zuseher, das war Appenzeller Sehnenhund, der zweite Schweizer diese Woche. Jetzt haben wir etwas Pause bis am 31.10. am Donnerstag Halloween. Halloween Special folgt. Mit dem Video möchte ich Sie überraschen. Ich beginne schon heute mit den Arbeiten dazu. Eine Mischung aus Fiktion und Realität. Lassen Sie sich überraschen. Unterhaltung. Ja. Nichts anderes. Sie wissen schon, was ich meine. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon.